Ich wollte nur einfach erklärt, der grundsätzliche Selbstverteidigung. Abgesehen davon, jedes Land hat eine andere Gesetz. Aber die eine, der gleich bleiben, ist Notwehr, die das Gesetz erlaubt. In Praxis, das heißt, auf der Straße, passiert so, man geht und quatscht und packt es ein und geht los. Das ist die Tatsache. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, oder kommt jemand und packt dich an und dreht und drin. Das ist in dem Moment der Situation, dass die Leute nicht vorbereitet sind. Wenn aber kommt jemand und anfängt so zu machen, heißt nicht Notwehr und würde niemals Notwehr werden, kann. In dem Moment heißt Kammaufforderung, damit wir den Begriff erstmal verstehen. Zum Beispiel, komm zu mir und mach mal die Kammstellung. Jetzt entscheidet, er hat eine Kammaufforderung, ich habe die Möglichkeit wegzugehen oder ich nehme der Kamm an. Daher gibt eine Kammaufstellung oder vorbereitet. Komm, siehst du? In dem Moment, ich bin vorbereitet. Was dabei nicht beachtet ist, die Möglichkeit. Komm mal. Ich will nicht. Das heißt Flucht. Das heißt Ablehnung von Kammaufforderung. Wenn jemand kommt, von Weitem hier, dass du sofern dass du erkennen kannst, so, das ist hat du die Möglichkeit. Natürlich auch wenn ich hier stehe und komme. Die Flucht, es gibt immer. Seitdem, wenn beide mich irgendjemand festhalten, dass ich nicht bewegen kann, in dem Moment. Dann kommt auf mich zu, wenn ich hier festgehalten, dann kann ich sowieso nicht machen. Dann ist, in dem Moment greift man an. Okay? Die entscheidend ist der Moment, wann ist Notwehr? Die Notwehr, die du nach dem gesetzlich erlaubt, ist, wenn du keine Fluchtmöglichkeit, keine Schutzmöglichkeit. Aber wenn du Kammaufforderung, steh mal in Kammstellung, in dem Moment, so stehe ich, ob ich das mache oder das mache, spielt alle keine Rolle. Das heißt, in dem Moment bin ich deine Kammaufforderung gehört. Entscheidend ist, das ist keine Notwehrhandlung geboten. Wenn du aber mir packen, das ist Notwehrhandlung geboten. Du hast keine Möglichkeit zu entscheiden, nehme ich die Aufforderung an oder nicht. Okay? Und jetzt zum Beispiel, wenn ich auf dich zukomme und sage, ich hau dich. Das ist eine Kammaufforderung. Mach du mit, dann stehst du in Kammaufstellung. So, steh mal. So. Auch in die Hand runter. In dem Moment, du bist bereit. Somit ist keine Notwehr. Das heißt, egal welche Kampfstellung die du begibst, seitdem, wenn du dich dastehst, ganz normal dastehst, indem du weigert jegliche Aufforderung, Stillschweigen. Nee, wichtig. Okay? Gleich versuchen. Und dann bist du berechtigt, so schlag ich mal, zu reagieren. Und es ist nicht so, mach mal Kammaufforderung, gleich nutzt, die Vorteile hat, gleich angreifen, gleich das. Also immer einfach sitzen bleiben. Das ist auch keine Notwehr. Das ist eine Angreifer. Part ist, Weil, auch wenn ich Kampf auffordere, heißt aber nicht angreifen. Ich frage dich ja, willst du mit mir boxen? Ja, ja. Aber ich boxe dich noch nicht. Somit
die Berechtigung, dass du vorgreifen, Guck mal. Angriff besser als Verteidigung. Geht es nicht. Das sind die typisch Menschen, die sagen, wenn einer kommt mit dem Messer, noch nie mal gesehen, dass ihr überhaupt angreift oder nicht angreift, gleich losgehen. Nimm die Berechtigung schon. Weil wenn man in Kampfposition, so stehen wir in Kampfposition, bedeutet noch lange nicht, dass der Angriff. Wann beginnt der Angriff? So, anfangen zu schlagen. Jetzt in dem Moment. Das ist die Notwehr. Weil ich kann nicht weggehen. Oder wenn ich so sehe, nochmal, bevor ich das so sehe, bevor ich abwehren muss. Nur dann, wenn die Möglichkeit hat, nochmal, schlag mal, auszuweichen. Ich gehe weg. Weiter. Die zweite Absicht, dass du angreifst. Geht aber nicht in dem Moment an Notwehr, solange, dass die Angreifer, mach mal eine Kampfausstellung, das sind eine Kampfaufforderung, damit wir ganz klipp und klar ist. So entscheidet man nach dem Kämpfer. Und ich nehme auch an, Justiz wird auch so sehen. In ganzer Welt. Weil in dem Moment, wo du in Kampfaufstellung siehst, ist eine Kampfaufforderung. Keine Situation, die eine Notwehrhandlung geboten ist. Wenn so steht, Pack, das ist Notwehrgebot. Das ist wie so ein Schwungprinzip. Erstmal genau. Wenn so steht, drüber, ja, und die Hände auch abdrücken. das ist Notwehrgebot. Abdrücken und sitzen bleiben, genau. Richtig, weiter. Okay? So, wenn jetzt. Das ist wichtig. Dann Und in Praxis, gehst du hoch. es ist nur in chinesischen Filmen oder in Darstellung, dann kommen und erstmal Kata machen und zeigen, was ich für Technik nicht fertig machen. Das sind alle Kampfaufforderungen. Und da kann nicht Notwehr spielen. Stell es mal vor, du stehst so und kommt einer auf dich zu, unbeachtet, stoßt dich. Was machst du? Gleich reagieren oder erst gucken, was passiert? Ja, jetzt. Also, nochmal, geht mal da drüben, Super. Weiter. stoß mich von hinten, auf die Halsstelle, an alle Äste. Was machst du? Die? Oder? Das sind auch keine Notwehrgebote. In dem Moment, der Stoß, der auf mich zukommt, ist ereignet schon passiert. Das heißt, in dem Moment, ich muss mich zur Sicherheit retten, entweder ich gehe beiseite, entweder nochmal auf die Flucht oder ich drehe mich um und gucke, was passiert. Was wäre dann, wenn du ein alter Mann, die Gepäck liegt oder plötzlich einen Schlaganfall hast und auf mich zustoßt oder dass du von jemand anders angestoßt und du übertragen zu mir. Ist das notwendig, dass ich Notwehr mache oder echt notwendig, dass ich erstmal gucken, was passiert? Das heißt, egal was auch immer, wenn von hinten das nicht passiert, dann erstmal, das ist richtig, erstmal gucken und nicht gleich los angreifen. Das sind auch die Situationen, die man sagt, Notwehr oder nicht Notwehr. Wenn einer kommt, sagt, der Mann, in dem Moment, er versucht dich zu sein, oder werden jemand, du Streit mit jemandem, kommt einer und schiebt dich weg. Er möchte dich doch rausnehmen. Aber du schlägst ihn, weil du denkst, Notwehr. Ja, das ist verkehrt. Das sind die Situationen. Man geht nicht einfach
auch instinktiv. Selbstverteidigung. Weshalb man braucht eine Schule. Notwendig. Selbstverteidigung mit Wissen ist immer besser, effektiver. Es ist nicht wichtig, was man macht. So, schlag mich mal. Sag, dass ich hier schlage. Sag, dass ich hier schlage. Das ist nicht wichtig. Der wichtig ist, der Notwehr in der Situation anzuwenden, wenn es notwendig ist. Und nicht versucht, so zu definieren, deine emotionale Ausdruck als Notwehr zu machen. Das ist verkehrt. Wenn jemand so macht, Ja. ist so lange noch keine. Geh nochmal zurück. Nur ist eine entstehende Du Notwehr. musst schon so tun. Wenn jemand so macht, Jetzt geh mal runter. das ist eine entstehende, könnte, bevorsteht. Die Frage, was machst du Du damit? musst schon ein bisschen so So, tun. mach mal bei mir. Als ob du dich abdrückst. Jetzt Du musst ist- schon ein bisschen abdrücken. Kann Wenn du einfach bevorstehen. runterspringst. Du hast die Wenn du Möglichkeit, springen willst, ja. Ja, ja, solange ja. das es nicht passiert, außer dich anfassen. Bisschen. Ja. Wegnehmen. Ja, passt. Nochmal? Nein, bitte. Du kannst einen Schritt zurück. Hallo? Nein, ich will nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. So. Das heißt, die Berührung mit dem Körper kann man auch noch so weit sehen, dass ist das eine Handlung Gebot oder nur Ausweichen Gebot. Ein Beispiel, wenn jemand eine unzurechnungsfähige Zustand hat. Ja, oder betrunken. Er greift irgendwas um sich herum. Es ist notwendig, dass man ihm zusammenschlagen. Ist nicht notwendig. Ist eine Notwehr? Ist keine Notwehr. Ähnlich genauso, wenn man in das Wasser reinfällt. Um dies zu retten, warum muss man so retten? Warum am Rücken? Warum? Dass man nicht so mit ihm, so zusammen und am Land schwimmt. Weil seine Reaktion unbewusst ist, unzurechnungsfähig ist. Muss man schützen. Ähnlich wie Besoffenen. Du musst bleib ruhiger. Bleib ruhiger. Dann reagiert er. So, irgendwas. Den Sprung. In dem Moment, Den Sprung hast. er ist unzurechnungsfähig. Alles, was er reagiert, ist Reflex. Ähnlich wie wenn die Leute Schlaganfall. Ähnlich wie Epileptiker. Wenn man aber den Sprung mehr Damit ist nicht notwendig, ihn zu bestrafen. Dafür geht man in die Schulung, mach mal so, irgendwas bewegt, so wie besoffen, bisschen. dass man ihm halt, dass er sich nicht bewegen kann, Du musst ja nicht so einstellen. aber nicht angreift. So, Notfall, lass du ihn runter, Ja, ja. dass er Ja, ja, ja. Ja, das ist nicht bewegen kann, hoch. Ja. aber nicht berechtigt, ihm zu schlagen. Okay? Das heißt, ich versuche einfach grundsätzlich die Notwehrsituation, wann entsteht. Die Notwehrsituation setzt voraus erstens keine Fluchtmöglichkeit, keine Schutzmöglichkeit, ja, keine Fluchtmöglichkeit, das heißt, kann nicht ausweichen, wenn ich so stehe. Und du packst mal zwei Hände, ich kann keine Fluchtmöglichkeit. Egal was du jetzt machst, ist eine Angriff. Aber das steht trotzdem für die geschulte Personal noch lange nicht als eine Notwendigkeit. Guck, Was nicht mehr so irgendwie, sondern du kannst richtig, das ist noch keine Notwendigkeit. kannst richtig halt stehen. Und wenn du weg ist, So machen. ihm nochmal Wenn du nebenbei geschenkt, ist auch nicht notwendig. Nochmal, nicht mehr. Ja. guck, hier, wenn er hier so packt, hier, rüber, nochmal, komm mal einfach auf mich zu, die Schulter. Bin ich auch schon weg. Das heißt, natürlich in einem Kampf wäre ja, schub mich mal an der Wand und komm auf mich zu. Das ist ein Kampf.
aber keine Selbstverteidigung. Wechsel, ja, klar. Okay? Nochmal. Eine Selbstverteidigung ist, wenn jetzt hier, das ist Selbstverteidigung. Sofern dass ich meinen Schlag, der gegenüber hat, nur um zu verhindern, Mit den Händen. nur um zu verhindern, dass nicht möglich ist, die eigentlich möglich Du ist. musst versuchen, wenn du liebst. So, nochmal. Das kannst du machen. Geh mal nach vorne. Ja, Das reicht doch schon. Und das ist vorbei. kannst du machen. Ich kann ihm schuppen. Nochmal, stoß mich an. Warum? Nochmal langsam. Der Kraft, die hier kommt, hat doch die Möglichkeit. Leitet hier rüber, zieht die Kraft runter und blockiert sich selbst. In dem Moment. Die Notwehr ist auch so ähnlich. Mit den Armen. Hier noch dazu, nicht notwendig. Du merkst es ja. Oder wenn die Leute in Kampfstellung, in dem Moment, das ist ähnlich wie Kampf. Wenn du da stehst Oder nicht? und ich nehme vor, greif vor. Oder nochmal in Kampfstellung, ich habe den Kampf angenommen. Aber der erste Schritt ist halt, Dann beginnt der Kampf. klar, du kannst Aber keine Notwehr, auf keinen Es Fall. gibt auch andere Übungen. Egal wie wir das sieht. Ein Kämpfer sieht nicht Wenn du diese Übung an machst, Selbstverteidigung. Jeglicher Schlag, wenn der Schlag nur dann ist natürlich auch geführt wird, um den Gegner seine Angriff unterbrechen. Dann ist nur ein. immer noch mal Du kannst nur eine gut. Nochmal wenn man abspricht, dass man versucht, in dem Moment, ja, klar. das ist vorbei. Also weiter. Ist nicht so lange, bis du mir nicht mehr aufstehst. Muss nicht, kann. Aber diese können. Fragt man sich, kannst du abwehren? Wenn du einmal abwehren kannst, 10-mal kannst du auch abwehren. Darum. Ja. Bitte achtet darauf. Selbstverteidigung, Angebot. Das, was man sieht. Natürlich sieht unecht, sieht unmöglich auch. Zum Beispiel, nochmal, Du musst ein bisschen abspricht. so abwehren, sieht unmöglich aus. Und sagt man, ja, in Wirklichkeit funktioniert nicht. Natürlich, durch Sehen wird nicht funktionieren. Aber wenn die Leute üben, kennen die Situation, wenn man schlägt. Nochmal schlagen, nicht mal. Kann ich abwehren? Nochmal. Kann ich abwehren? Kann ich auch 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 abwehren? Du holst doch geil. So, nochmal. Wenn ich einmal abwehren kann, nochmal, kann ich auch abwehren. Weiter. Dann fordere ich doch heraus, um zu wissen, dass dafür, um zu können, wann nochmal, jetzt im Moment, diesen Moment zu erkennen, dass man machen kann, braucht man eine Schule. Ansonsten hätte man auch in Videos sehen und kämpfen können und selbst verteidigen können, wie manche Leute gerne behaupten. In Wirklichkeit geht es nur um Grundlage, die Position. Der Pahuyut zeigt euch nicht einzelne Technik. Das ist für uns Geschenk. Damit zu sehen, es gibt die Möglichkeit, braucht keine Angst zu haben. Trainingsplatz ist Aber um solche Technik durchführen zu können, braucht man eine Schule richtig lernen. Lernen nicht nur der Technik zu machen, sondern genügsam, Verhältnismäßigkeit und weiß, wann man genutzt wird und wann man nicht genutzt wird. Lieber die Leute hören, dass die Pahuyut Selbstverteidigung nicht funktioniert, aber wir haben auch einen richtigen Weg. Bevor wir das machen können, setzt voraus, wir haben Praxis. Und die Praxis kann in der Schule erfahren, warum entscheidet man für diese Technik. Schlag mich nochmal. Entscheide ich mit dieser Technik. Nochmal. Entscheide ich mit dieser Technik. Nochmal.
Wer was? Entscheide ich mit dieser Technik. Versuch mal in der Pause. Das sind sekundär. Das kann anders sein. Das kann anders sein. Das heißt, zu jeder Sekunde muss der Kämpfer Paul Jut in der Lage ist, irgendeine Technik, die mit Situation angepasst produzieren kann. Das heißt, wir bringen die Leute Know-how bei und auch begründen, was halt lernen du Selbstverteidigung. Es ist nicht schwer. Mach mal Kampfstellung. Es ist nicht schwer. Da kann man jede fantasieren. Aber, ja, das ist das. Präzise, genau und braucht keine Sappelei zu machen. Das ist entscheidend zwischen Wissen und möchte gerne wissen. Selbstverteidigung kann jeder, aber alleine, ohne Gesetz, sagt man auch, wann ist die Selbstverteidigung und wann ist der ein Krieg, ein Kampf. Ja, damit möchte ich euch zum Nachdenken. Entscheidet euch bitte, wenn du möchtest Selbstverteidigung lernen. Geht zur Schule, der Griff haben, was Selbstverteidigung bedeutet. Selbstverteidigung nicht bedeutet, vorher angreifen, um hinterher begründet, etwa eine Selbstverteidigung. Muss ich aufpassen, ja, hast du recht. Muss ich aufpassen. Das ist nicht, sondern du musst in der Lage sein, jede Situation zu überblicken. Wenn ich so stehe, es kann sein, sagt, ja, steht immer ein Abstand. Na und auch mein Freund, lieber Freund zusammen und sagt, ich bin dein Freund und sagt drin, passiert auch. Das heißt, diese zu überwinden, auch innerhalb des Lebensbereichs, so steht und plötzlich so, passiert auch. Um zu lernen, Prinzip, nochmal, wenn ich so stehe und streit mit dir. Und wenn du nicht vorbereitet, dann merkst du nicht, dass ich so schlagen würde. Wenn du nicht vorbereitet, merkst du nicht, dass ich so schlagen würde. Wenn du aber schon geschult und merkst, das ist ein Risikoabstand, dann stehst du in Kampfposition. Und die Nahkampf ist eine normale Welt, die man jeden Tag geübt hat. In dem Moment, wo ich bewege, reagiert, automatisch. Und das ist das doch, nennt man eine Selbstverteidigung. In dem Moment, wo du nicht anders kannst, außer Abwehr, außer dich zu schützen, geführt hat, dann ist Selbstverteidigung. Und nicht irgendwas, wenn der da steht, wenn er nahe kommt, pack mir meine Hand an, dann anfangen zu schlagen, so alles Mögliche zu machen. Brauchst du nicht. Guck mal, pack mich mal an. Wenn ich merke, das ist Absicht, schweig doch. Um zu merken, ich will nicht, dass du mich anrührst. Mach mich mal an. Nein, bitte. Lass das. Und jetzt kommt die andere Hand. Jetzt ist ein Angriff. Mach rüber, dann hast du das. Und ich sag nochmal, bitte fass mich nicht an. Fertig. Du hast deine Ankündigung, das bitte nicht anfassen. So, und jetzt guck mal, diese Situation entsteht jetzt und dann sag gut. So, nochmal, fick mich zu schlagen. Ey, bitte lass es. Guck. Zieht sie weg. Halt doch. Muss nicht nachschlagen. Und diese, die korrekt gefühlt, muss man auch lernen. Und daher empfehle ich euch sehr, legt euch im Herz. Geht zur Schule und nicht auf die Video und nicht auf irgendeine Einrede. Und die Schule, achtet drauf, wie sie auch wirklich Selbstverteidigung versteht und nicht erst 7 Tage lang für den Unsinn. Wenn eine Selbstverteidigung mit Gegenschlag, dann ist es sowieso vorbei. Und wenn er nicht mal gesetzlich versteht,
die Gesetzestechnik mal lesen können und nicht definieren können, dann ist schon Risiko für alle. Bitte schön. Das war's.